Vorhersehbare Immobilienkatastrophe, Nachbeleihungen im Jahr 2022. Darüber geht es heute. Was ist Nachbeleihung? Kurz gefasst, die Bank will mehr Geld von dir, weil die Sicherheiten nicht mehr ausreichen. Gerade jetzt habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die vor der Situation stand, sie hatte eine alte Bestandsimmobilie und hat sich überlegt, soll ich jetzt die Immobilie lieber verkaufen? Oder rentiert es sich mehr, ich behalte die Immobilie und bekomme noch für die nächsten 20 Jahre Mieteinnahme, die sie natürlich brutto versteuern muss. Und sie kam selbst zu dem Schluss, sie verkauft jetzt die Wohnung. Sie hat die Wohnung verkauft und auf einmal hat sie sich gewundert, warum das Geld eigentlich vom Verkäufer nicht ankommt. Sie hat den Verkäufer kontaktiert und der Verkäufer sagt, ich habe schon längst überwiesen. Hat sich gefragt, komisch, ging das Geld jetzt an die falsche Bank? Hat ihre Bank angerufen und hat herausgefunden, dass die Bank irgendwie das Geld geblockt hatte und es kam gar nicht auf ihrem Konto an. Und der Banker bat sie um einen Termin. Sie also zum Termin hin und war schon etwas schlecht gelaunt, weil hey, warum blockt einfach die Bank ihr Geld? Das ist ja wirklich eine Frechheit. Und dann hat der Banker ihr erstmal erzählt, oder hat sie gefragt, ein bisschen mit Vorwurf, warum sie diesen Verkauf denn gar nicht mit der Bank abgesprochen hätte. Und sie, das ist doch mein Recht. Wenn ich verkaufen will, will ich verkaufen. Und da hat ihr der Banker verdeutlicht, dass sie ja noch für ihren kleinen Betrieb eine kleine Kontokorrentlinie hätte, also eine Art Dispositionskredit. Und man müsste doch mal über die Höhe des Dispositionskredites reden, denn da die Immobilie jetzt verkauft ist und sie hat vorher als Sicherheit gegolten, hätte jetzt gerne die Bank diese Kontokorrentlinie etwas reduziert, denn die Sicherheit würde jetzt ja fehlen. Und wir reden hier aber von einer ganz kleinen Summe. Die Dame explodiert und meinte, hey, das ist Erpressung. Das kann ja wohl nicht sein bei dieser kleinen Summe und ich bin ja schon so lange bei euch Kunden. Die Bank sagt, nee, müssen wir das jetzt machen? Und hat ihnen quasi erklärt, dass sie jetzt ihren Dispo oder ihre Kontokorrentlinie um 10.000 reduzieren müsste und sie müsste jetzt 10.000 von dem Geld, was sie hat, quasi nutzen, um ihre Linie zu halbieren. Meine Kundin natürlich wirklich sich riesig aufgeregt, weil sie war lange Kundin bei dieser Bank, hat einfach alle Konten ausgeglichen und ist zur nächsten Bank gewechselt, die sie gerne aufgenommen hatten und die kein Problem hatten, ihr eine kleine Kontokorrentlinie einzurichten, basierend auf den Zahlen ihres Geschäftsbetriebes der letzten 10 Jahre. Ja, das Ganze nennt sich Bestandskundenneubewertung. Ich hatte das Ganze auch schon im Jahre 2008 und 2009 mal erlebt. Da war ich Geschäftsführer von einem kleineren Betrieb mit 500, 600 Mitarbeitern und auf einmal von Freitag, ich erinnere mich, als wäre es heute, auf Montag hat die Bank meine Kontokorrentlinie, wir hatten damals einen revolvierenden Rahmenkredit, einfach mal so um 50% reduzieren wollen mit der Begründung, ja, die Bank möchte generell das durchschnittliche Obligo pro Kunde reduzieren, um ihr eigenes Risiko zu reduzieren. Das Ganze nannte sich Bestandskundenneubewertung. Und viele Kunden, wo damals der Bank das Geschäftsmodell zu risikoreich angesehen worden. Es war einfach als zu umständlich, denen wurde damals die Linie komplett gestrichen. Und es sieht so aus, aufgrund der Zinserhöhungen, dass sich Ähnliches und auch durch die wirtschaftlichen Entwicklung, dass sich Ähnliches jetzt wieder anbahnt und auch für den Immobilienmarkt. Die Zinsen werden jetzt erhöht und die Frage ist, was bedeutet das ganz genau für unseren Beleihungswert? Wichtig ist zu wissen, bei der Nachbeleihung geht es um folgenden Tatbestand. Die Immobilie selber stellt die dingliche Sicherheit dar, kann auch ein Unternehmen sein. Und du als Person stellst die persönliche Sicherheit dar. Wenn sich nun eine der beiden Faktoren verändert, erhöht sich natürlich zum Negativen, erhöht sich natürlich das Risiko der Bank. Also, wenn die Bank zum Beispiel für deine Immobilie, die du für 100.000 Euro gekauft hast, einen Beleihungswert von 80.000 Euro annimmt und du hast finanziert damals 20% Eigenkapital und 80% bei der Beleihungswert, auf diese 80% hatte dann die Bank das Fremdkapital gegeben, dann hat die Bank gesagt, diese Immobilie, die 100.000 Euro gekostet hat, ist gut für 80.000 Euro. Und in der Regel haben die Banken diesen Beleihungswert berechnet,
basierend auf dem Kaufpreis, den du bezahlt hast, aber auch basierend auf der Bewertung nach bestimmten Verfahren dieser Immobilie. Ein übliches Verfahren zur Bewertung von Immobilien ist das sogenannte Ertragswertverfahren. Also beim Ertragswertverfahren werden im Prinzip der Kaufpreis auf der einen Seite der Immobilie genutzt, aber auf der anderen Seite auch die Einnahmen- und Ausgabensituation. Also es wird im Prinzip berechnet, was deine Immobilie abwirft, also welchen Cashflow deine Immobilie erzeugt. Wenn aber nun natürlich die Zinsen sich verändern, dann reduziert sich natürlich die Einnahmesituation deiner Immobilie. Oder anders ausgedrückt, bei Immobilienbewertung redet man auch vom sogenannten Liegenschaftszinssatz. Der Zinssatz wird in der, ich lege das hier mal ab, damit ich nichts vergesse, Immobilienwertermittlungsverordnung definiert und von den jeweiligen Gutachterausschüssen der Kommunen festgelegt. Als Liegenschaftszins wird quasi für die Zukunft, das für die Zukunft zu erwartende Verhältnis zwischen den Einnahmen und dem Kaufpreis berechnet. Na, logisch, so. Hier gibt es auch eine gesetzliche Definition vom Liegenschaftszins und davon eine vereinfachte Formel. Und die vereinfachte Formel heißt, Liegenschaftszins ist gleich Nettoeinnahme mit der Immobilie pro Jahr durch Kaufpreis. Gut. Hier mal eine Einblendung, damit wir alle über das Gleiche reden, was denn eine Liegenschaft ist. Die Frage kommt ja auch immer wieder und da heißt es, als Liegenschaft wird im wirtschaftlichen Sinne ein Grundstück oder Grundbesitz bezeichnet. Die Liegenschaft ist damit das Gegenteil von beweglichen Gütern. Sie liegt ja auch. Im juristischen Sinne ist eine Liegenschaft eine unbewegliche Sache. Der Liegenschaftszins übernimmt im Prinzip beim Ertragswertverfahren die Funktion eines Vervielfältigers. Ist der Liegenschaftszins gering, fällt der Ertragswert hoch aus. Ist der Liegenschaftswert hingegen hoch, fällt der Ertragswert niedrig aus. Und auf diesen Liegenschaftszins gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Und ein Einflussfaktor ist natürlich neben dem Standort, die Entwicklung des Immobilienmarktes, der Rendite, natürlich auch die Bewirtschaftungskosten, die Restnutzungsdauer und die Drittverwendungsfähigkeit. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist quasi die Rendite. Und der Zins hat natürlich auch Einfluss auf diese Rendite. Das heißt, umso höher der Zinssatz ist, logischerweise, oder auch umso höher der Refinanzierungssatz ist, logischerweise umso höher die Zinskosten sind, umso niedriger ist natürlich auch der Ertrag, der eine Immobilie im Prinzip erwirtschaften kann, umso niedriger ist der Wert der Immobilie. Und deswegen merken wir im Moment auch ein leichtes Stagnieren der Immobilienpreisentwicklung, ein leichtes Absenken der Immobilienpreisentwicklung, weil durch den Anstieg des Zinssatzes am Markt im Prinzip auch die Ertragskraft der Immobilie sich verändert und nach dem Ertragswertverfahren sich der Wert der Immobilie im Prinzip absenkt. So, wenn jetzt nun der Wert einer Immobilie sinkt, weil die Marktpreise sich verändern, nach dem Ertragswertverfahren, aber auch nach dem Vergleichswertverfahren, dann bedeutet das im Prinzip, dass der Beleihungswert, den von der Bank, die Bank kalkuliert hat, für deine Immobilie absinkt. Und das könnte zur Folge haben, dass wenn du eine Anschlussfinanzierung möchtest und hast vielleicht eine sehr teure Immobilie gekauft und hast sehr wenig Eigenkapital im Prinzip mit eingebracht, um diese Immobilie zu finanzieren, dann könnte das als Auswirkung haben, dass die Bank anfängt, etwas holziger, problematischer und schwieriger zu sein. Das heißt, du könntest Probleme bei der Anschlussfinanzierung bekommen. Nicht nur, dass aufgrund der steigenden Zinsen deine monatliche Rate jetzt steigt, sondern zusätzlich könnte der Beleihungswert sinken. Das heißt, die Bank sagt ganz grandios, hey, wir möchten gerne mehr Geld von dir. Das heißt, wir möchten, dass du quasi jetzt nochmal extra Geld mit einbringst. Oder es könnte sich auch anderweitig ausdrücken, dass sie dir einen noch höheren Zinssatz im Prinzip anbietet, weil das Risiko oder das Ertrags- und Kaufpreisverhältnis im Prinzip deiner Immobilie sich verschlechtert hat. Das ist das Risikoszenario, über das wir reden. Bist du also damals einen von diesen seltsamen
Coaching-Ansätzen gefolgt, die dir empfohlen haben, eine 100% Finanzierung zu machen und alles zu finanzieren, was man nur finanzieren könnte, würde ich dir aktuell wirklich empfehlen, mal die Sparmaschine anzuschmeißen, den Urlaub zu verschieben und anzufangen, Sonderzutilgen, um für dich das Risiko rauszunehmen. Genau darum geht es aktuell. Es geht darum, dass dein Beleihungswert im Prinzip in der Krise steckt. So könnte man das Ganze formulieren. Entsprechend solltest du jetzt alles tun, um den Beleihungswert wieder aus der Krise zu nehmen. Wie kann man das machen? Indem man jetzt Geld anspart für Sondertilgungen oder Geld anspart, dass wenn du jetzt kurz vor einer Anschlussfinanzierung stehst, dass du extra Geld mit quasi auf das Spielfeld, mit auf den Tisch legen kannst, damit deine Anschlussfinanzierung von der Rate her möglichst nicht höher ausfällt, als wie es vorher schon war. Ich persönlich stelle mich darauf ein, dass jetzt im 3., 4. Quartal des Jahres 2022 oder Anfang 2023 es wesentlich tougher werden wird, was Beleihungswerte von Immobilien angeht, weil wenn die Zinsen steigen, und das tun sie ja, und die EZB hat auch noch eine weitere Zinssteigerung angekündigt, was nochmal den Druck auf die Baufinanzierungszins erhöhen dürfte, dann ist stark davon auszugehen, dass die Ertragskraft deiner Immobilie sinkt. Also ist es jetzt Zeit, Sondertilgungen zu machen, dem sauber zu begegnen und nicht auf die Idee zu kommen, überteuerte Immobilien am Markt zu kaufen. Aktuell ist der perfekte Zeitpunkt, ja, auch nochmal seine eigene Immobilienqualifikation zu hinterfragen. Und wenn du zu den Leuten gehörst, die es super finden, eine 90% Finanzierung zu machen oder mehr, dann rate ich dir, diesen Ansatz aktuell wirklich nochmal zu überdenken, denn er ist gefährlich. Denn wenn der Beleihungswert sich nach unten entwickelt, dann könnten wir das Gleiche erleben oder Ähnliches erleben wie am amerikanischen Hausmarkt. Das war ja auch so, dass die Zinsen gestiegen sind. Auf einmal konnten sich die Leute ihre Raten nicht mehr leisten. Wir haben natürlich gewisse Puffereffekte dazwischen, dass bei uns in Deutschland die Banken eher einen höheren Eigenkapitalanteil gefordert haben und dass wir auch keine variable Zinsfinanzierungen primär haben, dass die meisten eine fixe Zinsfinanzierung haben über 10 Jahre. Das heißt, dann käme der Bumerang erst nach 10 Jahren, aber nichtsdestotrotz sorge dafür, dass dieser Bumerang niemals kommt. Bereite dich aktuell gut vor, mach vielleicht mal eine Sondertilgung und ich muss selber sagen, das, was ich dir empfehle, mache ich natürlich auch selber und ich habe Anfang dieses Jahres viele Sondertilgungen gemacht. Letztes Jahr habe ich noch fröhlich Immobilien eingekauft. Dieses Jahr gehe ich eher erstmal am Anfang dieses Jahres in die Konsolidierung und gucke natürlich über den Tellerrand, was so in anderen Ländern los ist. Und aktuell, ja, packe ich gerade meine Koffer. Morgen geht es erstmal nach Dubai und ich gucke mir jetzt mal den Dubai-Immobilienmarkt an, weil ich möchte dir natürlich auch nichts raten, was ich nicht selber erst gemacht habe. Denn ich finde den Ansatz Fake it before you make it absolut nicht gut, sondern ich mache es erst so, ich lege das Ding durch, ich kaufe als erster vor Ort, nehme dich bei allen diesen Erfahrungen mit, die Beobachtungen, den Erkenntnissen, die ich bei diesem Markt habe und werde sie euch 1:1 in den nächsten Videos präsentieren. Was halte ich von Dubai? Welche Entwicklung gibt es da in Dubai? Ja, man hört ja immer von Ausbeutung der Arbeitnehmerschaften dort. Das möchte ich mir selber gerne mal vor Ort angucken, wie man dort wirklich mit den Arbeitnehmern umgeht. Ist es ein Land, wo man sagen kann, da kann man moralisch, aber auch renditetechnisch gut investieren und wenn du nichts verpassen willst, denn hier gibt es wirklich die qualifizierten und wirklich werthaltigen letztendlich Informationen, dann musst du unbedingt diesen Kanal abonnieren, nicht vergessen, denn ich werde dich auf meine Reise mitnehmen, wie ich jetzt erstmal, und so habe ich es in Nordzypern auch gemacht, meine erste Immobilie in Dubai kaufe, mich hier einfach mal ausprobiere, euch von den ganzen Erfahrungen berichte. Ich fahre jetzt mal den Test. Warum kaufe ich die Immobilie in Dubai dort? Ganz einfach. Ich finde es auch immer super interessant, in neue Länder zu investieren. Und wenn man sich hier vor Ort zu Hause ein bisschen langweilt, wenn man das Gefühl hat, man hat schon alles durch, dann heißt es auf zu neuen Ufern. Und da nehme ich euch doch gerne mit. Ihr dürft gespannt sein. Wenn ihr Fragen habt an Dubai oder was, da bin ich mir nicht sicher oder das habe ich mal gehört, dann einfach in die Kommentare schreiben. Das beantworte ich euch doch gerne oder
packt das in meine Checkliste und werde alle eure Fragen gerne mit berücksichtigen. Ich freue mich drauf und ansonsten wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Ja, wahrscheinlich muss ich mir noch eine Flasche Eisspray kaufen für Dubai, weil Freundin hat gerade erzählt, dass sie hier bei über 40 Grad unterwegs ist. Wow, das ist wirklich warm. Ich bin mal gespannt, wie es mir da geht, aber ihr werdet live mit dabei sein. Ich freue mich, euch mitzunehmen auf meine Dubai-Investoren, persönliche Investorentour. Florian mit seinen eigenen Erlebnissen und ihr werdet dabei sein. Beste Grüße, euer Flo aus Nürnberg.